Aloha und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Schritt auf deiner wundervollen Reise hin zu dir selbst, zu deinem höchsten Potenzial, zur großen Kraft deiner wahren Komfortzone. Und in diesem Video ist es soweit, könnte man sagen. Wir dringen endlich dahin vor, wo du deine wahre Komfortzone erforschen, entdecken und betreten kannst. Wir kommen zum Grund dessen vielleicht, warum du diese Videos schaust, nämlich zu der Frage, wie geht das denn jetzt eigentlich? Ich gehe mal davon aus, du hast durch meinen Kanal bislang schon einige Aha-Erlebnisse gehabt und durchaus verstanden, dass deine Kraft und dein höchstes Potenzial an einem Ort zu finden ist, dass man deine wahre Komfortzone nennen kann und dass der Weg hinein der erstrebenswerte ist und der dich in deine ganze Kraft bringen wird und nicht der Weg hinaus. Ja. An diesem Punkt bist du nun vermutlich schon angekommen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, na, wie geht das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt meine wahre Komfortzone finden und betreten? Denn es ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass du darüber noch keine Klarheit hast. Denn wie du auch schon in einem früheren Video gehört hast, viele Menschen waren noch nie in ihrer wahren Komfortzone, ja? Haben noch nie in verschiedenen Bereichen ihres Lebens wirklich erfahren, was es bedeutet, das zu leben, das zu kreieren, was ihnen hundertprozentig entspricht. Und genau darum geht es in Kapitel 6 meines Buches Die Kraft einer Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Es trägt den Titel Wünsche, Wohlgefühl und Visionen. Das ultimative Navigationssystem zu dir selbst. Es geht um nicht weniger als dein kosmisches Navi zu deinem besten Leben. Ich wünsche dir viel Freude beim ersten Teil von Kapitel 6. Kapitel 6. Es kann losgehen. Wohlgefühl, Wünsche und Visionen. Das ultimative Navigationssystem zu dir selbst. Wohlbefinden ist der Lackmustest der Natur, ihr Gütesiegel. Wenn der Mensch glücklich ist, lebt er in Einklang mit sich selbst und seiner Umgebung. Oscar Wilde. Yippie, jetzt kommen wir langsam zum wirklichen Spaß, zu den Fahrgeschäften und Zuckerwatteständen deines Vergnügungsparks sozusagen. Denn jetzt wollen wir deine wahre Komfortzone endlich näher kennenlernen und uns geradewegs auf den Weg dorthin begeben. Wir haben in den vorigen Kapiteln bereits gesehen, warum es sich so sehr lohnt, dein Leben aus der Kraft deines Wohlbefindens, deiner höchsten Freude und deines flowigsten Flows herauszugestalten. Die wichtigste Grundlage hast du also bereits erlangt. Dir ist nun, so nehme ich an, absolut klar, dass der Weg in deine Komfortzone derjenige ist, den es zu beschreiten gilt und nicht der hinaus. Wir haben in Kapitel 3 auch bereits gelernt, mögliche Hindernisse zu beseitigen, die dir diesen Weg versperren könnten. Du bist also bestens ausgerüstet mit praktischen Hilfsmitteln, um dich nun endlich voller Freude auf den Weg zu machen, hin zu einem Leben in deiner wahren Komfortzone. Es ist also nun an der Zeit, dass wir Möglichkeiten erforschen, wie du diese näher kennenlernen oder überhaupt erst einmal finden kannst. Denn wie bereits erwähnt, es kann sein, dass du zwar mittlerweile begeistert bist von dem Potenzial jenes wundersamen Dinges, von dem dieses Buch handelt, dir aber bis zu diesem Punkt deines Lebens noch überhaupt nicht wirklich klar geworden ist, wo oder was genau das für dich eigentlich ist, deine wahre Komfortzone. Das ist aus den in früheren Kapiteln bereits erläuterten Gründen durchaus nicht ungewöhnlich, und du solltest dich dafür keinesfalls selbst verurteilen. Denn das Tolle ist ja, du bist jetzt hier, hörst dieses Audiobuch an und hast in diesem Augenblick alle Trümpfe in der Hand, um ein ganz neues Kapitel deines Lebens aufzuschlagen. So wie in jedem Augenblick übrigens. Lass uns also nun gemeinsam die Wege in deine wahre Komfortzone erforschen. Dein Wohlgefühl zeigt dir die Richtung. Wie wir in Kapitel 4 bereits gehört haben, erhältst du kosmischen Rückenwind, sobald du dir erlaubst, deine wahre Komfortzone zu betreten und ihre Kraft in deinem Leben zu entfesseln.
Denn das Universum möchte, dass du dein Leben aus einem Zustand der höchsten Freude, aus deinem höchsten Potenzial heraus kreierst. Und deine Seele hilft dir auch ständig dabei, genau dorthin zu gelangen, indem sie dir in jedem Moment Botschaften und Hinweise schickt. Dies geschieht auf vielfältigen Wegen, von denen wir uns hier einige genauer ansehen werden. Den Anfang macht die offensichtlichste und alltäglichste Form dieser Hinweise. Mit ihr bist du, vielleicht ohne es zu merken, bereits bestens vertraut. Die Rede ist von deinen Gefühlen. Ich vergleiche das immer gern mit dem Navigationssystem im Auto. Ein Leben in der großen Freude und dem Wohlgefühl deiner wahren Komfortzone ist dabei das Ziel, das in dein Seelennavi eingespeichert ist. Das Navi beginnt nun automatisch, sich zu melden und dir Anweisungen zu geben, wenn es merkt, dass du dich von der Route, die zum Ziel führt, entfernst. Es sagt dann beispielsweise, bitte rechts abbiegen. Und das könnte sich in deinem Leben dann zum Beispiel in einem beginnenden Unwohlsein in deinem gegenwärtigen Job äußern, welches, wenn du es ignorierst, immer stärker werden dürfte. Dein Navi möchte dir damit aber nur sagen, wenn du an deinem Ziel ankommen möchtest, dann verändere jetzt bitte ein wenig deine Streckenführung. In diesem Fall also, ändere die Umstände deiner beruflichen Situation. Soweit, so klar. Eigentlich. Wären da nicht die vielen Missverständnisse zum Thema Wohlbefinden, innere Führung und Komfortzone? Es gibt nun nämlich nicht wenige Menschen, die die Streckenansagen ihres Gefühlsnavis einfach komplett ignorieren und sich überhaupt nicht bewusst sind, worauf sie eigentlich hinweisen wollen. Aus der Sicht des allgemein noch herrschenden Komfortzonen-Narrativs kann das leicht passieren. Denn da wurde uns ja eingeredet, dass Unwohlsein, Stress und Härte auf dem Weg zum Erfolg dazugehören. Und so fahren viele Menschen trotz immer lauter werdender Navi-Ansagen einfach immer weiter, in dem Glauben, sie seien auf dem richtigen Weg. Eine bloß etwas mehr spirituelle, aber deswegen nicht weniger irreführende Variante davon ist übrigens das Narrativ vom Durchfühlen aller Gefühle, das sich besonders in spirituellen Kreisen großer Beliebtheit erfreut. Es passt recht gut zu dem generellen Energiefeld des gängigen Komfortzonen-Narrativs und seine Anhänger wären in unserem Bild vom Autonavi diejenigen, die die Streckenführungsansagen ihres Navis nicht nur ignorieren, sondern sie gar mit dem Ziel verwechseln und entsprechend gar nicht vom Fleck kommen. Dies passiert immer dann, wenn man sein Unwohlsein einfach so hinnimmt und sich vielleicht sogar richtig dort hineinlegt. Denn alle Gefühle sind ja gleichwertig und dürfen da sein. Solche oder ähnliche Aussagen hört man recht häufig in spirituellen Kreisen und sie beruhen meiner Ansicht nach auf einem grundlegenden Missverständnis der Funktion von Gefühlen, welches auf dem Nährboden des herrschenden Komfortzonen-Narrativs prächtig gedeiht. Dabei ist der Ansatz dieser Denkweise wie bei den meisten Missverständnissen ja eigentlich zunächst einmal absolut richtig. Gefühle, sowohl die unangenehmen als auch die angenehmen, haben eine wichtige Funktion und es ist überaus ratsam, sie in dieser Funktion achtsam und bewusst wahrzunehmen, sie also nicht einfach zu ignorieren oder wegzudrücken. Aber an dem Punkt gilt es dann eben nicht einfach stehen zu bleiben und wie das Kaninchen vor der Schlange die Gefühle, also die Navi-Ansagen, zu bewundern. Vielmehr dürfen wir den Ansagen unseres Gefühlsnavis auch folgen und eben entsprechende Kurskorrekturen vornehmen. Diese werden letztendlich dann dazu führen, dass wir uns weniger oft unwohl fühlen, mehr und mehr unser Wohlgefühl zu unserem Leitsystem werden lassen und so mit immer größeren Schritten auf unsere wahre Komfortzone zugehen, bis wir schließlich immer mehr in ihr leben. Dieses Verständnis deines emotionalen Leitsystems ist grundlegend und hilfreich auf dem Weg in deine wahre Komfortzone und damit zu deinem höchsten Potenzial. Dir steht also jederzeit ein großartiges angeborenes Navigationssystem zur Verfügung, welches dich in jeder Situation zielsicher in Richtung deiner wahren Komfortzone führen kann, wenn du es zulässt. Deine Gefühle. Denn wie bereits in den vorherigen Kapiteln erwähnt, weißt du im Grunde ja bereits in jedem Moment ganz genau, welche Schicht der Wirklichkeit oder einfacher gesagt eben welche Komfortzone jeweils diejenige ist, die dir entspricht. Falls du es aber einmal vergessen haben solltest und eine Landkarte zurück zu dir selbst brauchst, erinnere dich,
Sie wurde in deinem Lebensset bereits mitgeliefert. Man kann grob sagen, deine Gefühle zeigen dir, ob du in deiner wahren Komfortzone bist oder nicht. Ob du das tust, denkst, lebst, kreierst, was dir entspricht. Dein Wohlgefühl, das dich umhüllt wie warme Sonnenstrahlen auf deiner Haut, ist ein sicheres Zeichen, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Es ist die Bestätigung deines inneren Kompasses, dass du im Einklang mit deinem wahren Selbst bist und deine Handlungen aus der Quelle deiner tiefsten Weisheit entspringen. Fühlst du dich gut, bist du auf dem richtigen Weg. Fühlst du dich schlecht, entfernst du dich höchstwahrscheinlich gerade in irgendeiner Weise von dir und dem für dich richtigen Weg. Oder wie ein geschätzter Lehrer von mir immer zu sagen pflegt, Pleasure is the measure of success, also Wohlgefühl ist der Maßstab des Erfolgs. Die einfache Frage, wie fühlt es sich an, kann also schon ein vollkommen ausreichender Wegweiser in deine wahre Komfortzone sein. Ja, es ist tatsächlich so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass dein zweifelnder Verstand nun möglicherweise tausend Gründe sucht, warum es nicht so einfach sein kann. Unser Verstand ist recht gut darin, Probleme zu lösen, möchte diese Fähigkeit aber oft zwanghaft immer wieder unter Beweis stellen und erschafft deshalb auch gerne mal Probleme, wo gar keine sind, nur um sie scheinbar lösen zu können. Der direkte, einfache Weg ist ihm dabei oft suspekt. Aber stell deinem Verstand doch mal die Frage, fragen mag er, was, wenn es tatsächlich so einfach wäre? Was, wenn wir alle Zweifel und komplizierten Gedankenkonstrukte einmal über Bord werfen und schlicht und einfach unserem Wohlgefühl vertrauen? In mir löst diese Frage und ihre Antwort immer eine große Entspannung aus. Denn mit unserem inneren Navi haben wir tatsächlich einen starken Verbündeten an unserer Seite, der uns in jedem Moment klar und deutlich den Weg weist, wenn wir auf ihn hören. Etwas, das dem Verstand in dieser Hinsicht übrigens sehr gut dabei helfen kann, seine Zweifel loszulassen und endlich zu dir und deinem Wohlgefühl zu stehen, anstatt gegen dich zu arbeiten, ist das sogenannte Human Design System. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört. Diese Wissenschaft vom Individuum hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen und das zu Recht. Ich bin kein professioneller Human Design Reader, habe dieses System aber vor einigen Jahren kennenlernen dürfen und nutze es seitdem für mich privat, um mich selber immer besser zu verstehen. Und was soll ich sagen? Seitdem hat es mir immer und immer wieder nur Bestätigungen geliefert. Bestätigungen für die Unfehlbarkeit meines inneren Komfortzonen-Navis. Ich möchte dir und deinem Verstand dazu eines von zahlreichen Beispielen geben. Es gibt im Human Design Chart einen Aspekt, der uns darüber Auskunft gibt, ob wir in diesem Leben eher mit einem aktiven oder einem passiven Körper auf die Erde gekommen sind. Ein aktiver Körper möchte viel Bewegung, viel Sport und sich auspowern. Ein passiver Körper dagegen braucht eher sanfte Bewegungen, Entspannung und Weichheit. Sieht man sich dazu noch den eigenen Energietyp an, im Human Design System gibt es 5 verschiedene grundlegende Energietypen, so kann man ein recht klares Bild darüber erhalten, welche Art von Bewegung und Aktivität dem eigenen Körper gut tut. Nun bin ich vom Energietyp her ein sogenannter Projektor. Ein Typ, der aus sich selbst heraus ohnehin nicht viel Energie hat, die verbraucht werden könnte, und zusätzlich bin ich auch noch mit einem sogenannten passiven Körper auf die Welt gekommen. Das heißt, ich bin insgesamt recht entspannt unterwegs, könnte man sagen. Und was mir keinesfalls gut tut, ist extensives Workout oder ein körperlich sehr anstrengender und aktiver Sport. Sanfte, fließende Bewegungen und eher dehnende und entspannende sportliche Betätigung wie Qigong, sanftes Yoga oder Wandern sind für mich dagegen das geeignete Mittel der Wahl. Nun wird allerdings in den westlichen Gesellschaften pauschal gepredigt, man solle viel Workout machen und den Körper auspowern, um gesund zu bleiben. Und das mag für viele Menschen vielleicht auch zutreffen, eben jene mit einem aktiven Körper und oder einem Hochenergietyp im Human Design, wie beispielsweise die sogenannten Generatoren oder manifestierenden Generatoren. Aber eben keineswegs für jeden. Und da sind wir nun wieder bei dem großen Missstand, mit dem dieses Buch unter anderem endlich aufräumen möchte. Es gibt nicht die eine pauschale Wahrheit, die für jeden stimmt, sondern du darfst dich ganz bewusst deinem inneren Navi, dem Pfad deines Wohlgefühls zuwenden und dem folgen, was für dich stimmt.
Darüber, was in vielen Bereichen deiner Lebensführung individuell für dich das Richtige ist, kann dir beispielsweise dein Human Design Chart Auskunft geben. Aber im Grunde bräuchtest du ihn gar nicht, denn du weißt es bereits und du lebst auch bereits danach, sofern du deinem inneren Navi folgst und deine wahre Komfortzone in jedem Bereich deines Lebens bereits gefunden und betreten hast. Das oben angesprochene Thema der körperlichen Aktivität ist hier nur ein Beispiel von unzähligen. Alle, wirklich alle Bereiche deines Lebens können und sollten von dir im Hinblick auf deine wahre Komfortzone überprüft und entsprechend gestaltet werden. Das Bewusstsein und die Tools dafür findest du in diesem Hörbuch. An dieser Stelle könnte man natürlich noch viel mehr über das faszinierende und äußerst umfangreiche Human Design System sagen, aber dies ist kein Human Design Buch und ich möchte es für den Moment bei diesem kleinen Exkurs belassen. Im letzten Kapitel wird uns Human Design noch einmal begegnen, jedoch unter einem anderen Aspekt. Wenn dich das Thema interessiert, empfehle ich dir, einfach selbst ein wenig dazu zu recherchieren oder ein persönliches Reading bei einem Human Design Reader zu buchen. Es gibt mittlerweile unzählige Informationsquellen dazu und es lohnt sich wirklich. In unserem Zusammenhang ist das System vor allem deshalb relevant und ich erwähne es überhaupt hier, weil es dir und deinem Verstand so eindrucksvoll zeigen kann, dass deine Körperweisheit und Intuition immer genau wissen und schon immer gewusst haben, was wirklich gut für dich ist. Dementsprechend kann Human Design dir natürlich auch als weiterer hilfreicher Wegweiser in deine wahre Komfortzone dienen oder zumindest als rückwirkende Maßnahme zur Vertrauensbildung für deinen zweifelnden Verstand, falls das noch nötig sein sollte. Aber egal, ob du dich dieser Rückversicherung bedienen möchtest oder nicht, eines ist ohnehin gegeben. Wenn du ganz einfach und klar den Ansagen deines natürlichen und äußerst effektiven Gefühlsnavis in deine Komfortzone folgst, kommst du direkt in deine individuelle Superkraft. Fortsetzung folgt. Ja, das war Teil 1 von Kapitel 6 meines Buches, Die Kraft deiner Komfortzone und warum es jetzt Zeit ist, sie endlich zu betreten. Und ich bin sicher, du hast wieder einige Aha-Erlebnisse mitnehmen können. Diesmal ganz besonders in Bezug auf die Rolle unserer Gefühle und ihre wertvolle Funktion auf unserem Weg hin zu uns selbst. Lass mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie du die Rolle deiner Gefühle in deinem Leben wahrnimmst, ob du sie überhaupt wahrnimmst und wie du damit umgehst und wie weit du schon bist auf deinem Weg hin zu dir selbst, zur wahren Kraft deiner Komfortzone. Und im nächsten Video schauen wir uns Teil 2, die Fortsetzung von Kapitel 6 meines Buches an. Und da wollen wir uns weitere wichtige Tools und Wegweiser auf dem Weg in dieses wundersame Ding, unsere wahre Komfortzone, anschauen. Und zwar unsere Wünsche und Visionen. Es bleibt also spannend und wichtig. Und damit du kein Video in Zukunft mehr verpasst, empfehle ich dir sehr, abonniere den Kanal. Damit hilfst du mir, eine größere Reichweite zu erzielen und stellst sicher, dass du jeden weiteren Schritt auf dem Weg hin zu dir selbst mitbekommst und da fortfahren kannst auf diesem Weg. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Auch das hilft mir und dem Kanal sehr, bekannter zu werden. Jetzt bleibt mir nur noch, dir, bis wir uns im nächsten Video wiedersehen, eine Zeit voller Wunder zu wünschen, voller Freude, voller Wohlgefühl. Alles Liebe.